Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Dave, und in diesem Video reden wir mal über das FAQ, denn ihr habt ein paar sehr interessante, sehr schöne Fragen gestellt, auf die ich jetzt gleich eingehen möchte. Und nur mal vorab, das wird jetzt ein One-Take, das heißt, ihr werdet keine Cuts setzen, sondern einfach so vor mir hinreden, wie ich das auch sonst machen würde, um dem Gesamten noch einen natürlicheren Hauch zu geben. Und dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los mit der ersten Frage. Und zwar von Alexander Bühner. Erstens, wieso machst du ein Video um 6 Uhr morgens? Darauf ist die Antwort ganz einfach. Dieses Video wurde schon vorproduziert und es kam einfach um 6 Uhr raus, weil ich das so eingestellt hatte. Also von daher, man kann das nämlich auf YouTube einfach einstellen und somit kam das Video dann um 6 Uhr raus. Zweitens, was hältst du von The Minifig Co. und von Brickmania? Brickmania, also Brickarms Waffen finde ich fantastisch. Nur Brickmania, die Modelle, habe ich selber noch nie gekauft und habe ich jetzt auch nicht direkt vor, denn es macht mir auch wirklich sehr viel Spaß, die Modelle selber zu entwickeln, und das ist eigentlich der Reiz daran. Man hat einen Gedanken im Kopf und dann versucht man das so gut wie möglich umzusetzen. Von daher finde ich es ganz ansprechend, meine Modelle selber zu entwickeln. Und ja, von daher Brickmania, modelltechnisch habe ich da nicht so viel Erfahrung. Und von The Minifig Co., da habe ich auch noch nie bestellt. Ich sehe die immer wieder auf Instagram rumschlurchen, aber sonst habe ich da auch noch nicht so fürchterlich viel Kontakt mit denen gehabt. Genau. So. Dann kommen wir doch gleich mal zur dritten Frage. Wann kommt dein nächster Mock-Contest? Das ist eine gute Frage. Vielleicht überlege ich mir da mal was, aber das sehen wir dann, wie viele Leute denn da wirklich was dazu sehen möchten. So, dann fragt Arf Trooper 3.0 Productions, was ist deiner Meinung nach die beste World War I, World War II Custom-Figur? Um da ganz ehrlich zu sein, habe ich keinen speziellen Favoriten, welche eine Figur denn so die beste wäre. Ja, also ich habe da nichts, wirklich krasses Persönliches, wo ich sagen würde, das ist die beste und alles andere geht mir vorbei, sondern die sind alle relativ in Ordnung für das, was man uns gebrauchen kann und das, was man liebt oder mag. Von daher geht es relativ in Ordnung. Zweitens, magst du Basketball? Ich habe Basketball eigentlich nur in der Schule gespielt, also so als Schulsport, und von daher hatte ich noch nie persönlich den privaten Kontakt so mit Basketball aktiv, muss ich ehrlich zugeben. Manche werden mich jetzt dafür steinigen wollen, aber ist so, ich habe Basketball noch nie so aktiv gespielt, eher Fußball, aber wenn man sich geben möchte, dann auf jeden Fall kann man es machen. So, dann kommen wir zur dritten Frage. Kannst du mal ein Tutorial machen, wie man Terrain baut? Also Terrain. Ich würde da annehmen, dass man, dass jetzt einfach um irgendeine Landschaft geht. Welche genau weiß ich jetzt nicht, ob es mehr so was Urbanes sein soll, also in der Stadt oder eher eine Wiese oder ein paar Bäume, also ein Wald oder so. Kannst du einfach mal unter diesem Video in die Kommentare schreiben, was du da genau sehen möchtest. Dann könnte man darüber reden und sich das dann nochmal ganz genau anschauen. Aber wäre auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten. Und wahrscheinlich sogar ziemlich zeitnah, also besser als irgendein Modell. Also das könnte man auf jeden Fall machen. PS, du machst immer tolle Videos. Vielen Dank dafür. So, möchtest du vielleicht ein Tutorial machen, wie man Terrain baut? Also das haben wir hier schon mal auch gemacht, also irgendeine Landschaft, Terrain. Manche Klugscheiße werden sich wieder beschweren, wie ich es ausspreche. Alles klar, also irgendeine Landschaft, ich habe schon verstanden. Wie gesagt, hier auch einfach in die Kommentare schreiben, was ich denn hier genau bauen soll. Wie viel hast du ungefähr für Minifiguren ausgegeben? PS, feier deine Videos. Erstmal danke. Und zweitens, wie viel Geld ich für die Minifiguren ausgegeben habe. Ich habe mal grob durchkalkuliert, wenn man natürlich auch die Star Wars Minifiguren dazu rechnet. Also davon gehe ich jetzt mal aus, dass man jetzt alles nimmt. Dann kommen wir so ungefähr auf 500 plus Euro. Also es könnten auch 600 oder 700 sein. Aber auf jeden Fall eine ganze Menge, wenn man sich das alles überlegt. Wenn man pro Figur mindestens so 8 Euro rechnet, so Pi mal Daumen, dann ja, kommen wir doch schon so mindestens 500 Euro. Ja, so ungefähr. Dann kommen wir hier zur Frage von NK Lego Studio oder NK. Wie alt bist du und World War I oder World War II? Also als allererstes, ich bin 20 Jahre alt und zwischen der Frage, also Erster Weltkrieg oder Zweiter Weltkrieg, würde ich definitiv den Zweiten Weltkrieg wählen, weil es meiner Meinung nach sehr viel interessantere Modelle gibt und auch die Kriegsschauplätze waren viel verteilter und auch etwas interessanter, finde ich, als der Erste Weltkrieg. Weil wegen Grabenkrieg und so weiter ist auch sehr interessant natürlich, aber der Zweite Weltkrieg hat noch ein paar mehr Facetten, die man beleuchten kann, mit Modellen und Mocks und so weiter und so fort. So. Dann haben wir hier jetzt noch eine Frage auf Englisch.
Und dann mache ich es jetzt einfach mal so, dass ich die erstmal auf Englisch beantworte und danach nochmal auf Deutsch und mal ganz kurz drauf eingehe. Also, what got you into Lego and particularly military? Yeah, Lego is a long story in my life because I started with Lego Star Wars, as I would think everyone, and military is just the next step for me, I think. I just wanted something more realistic, not just Star Wars somewhere in the galaxy far, far away. I wanted something very real and something I could really associate with, and that's something I needed. Ja. So, also jetzt mal auf Deutsch nochmal. Was hat mich denn so in Lego und vor allem im Militär-Themenbereich also gecatcht und warum ich das mache? Erstens Lego wegen Lego Star Wars und Militär, weil ich wollte etwas Greifbareres, etwas, was man, also nicht nur Star Wars, was in der Galaxie also in der weit entfernten Galaxie stattfindet, sondern wirklich etwas Reales haben, und daher kommen wir erst zum Militär. Also so Explosionen und Krieg war schon immer so mein Ding, und da war halt das der natürliche Schritt für mich. So, dann kommen wir hier noch zur weiteren Frage. Under which conditions do you like to build? With music or with a YouTube video? Yeah, I definitely like to hear music, just like from the Post Malone or something like that, or any kind of YouTube video, maybe a documentation about the World War or anything like that. It's very nice for me, at least. So yeah. And the second question is, what is your favorite aspect of World War I or World War II? The thing that inspires you to build these models? Definitely the games I played when I was a child. I love to play Rush for Berlin, if you know that game, and so on. Or also War Thunder. It's very interesting to me to see these models in the game and then constructing them in real life. So that's something with what's inspiring me a lot. Ja, definitely. Also hier nochmal ganz kurz. Also ich höre Musik, zum Beispiel Post Malone ist gerade richtig am Killen, und auch irgendwelche YouTube-Videos, irgendeinen Podcast oder irgendwelche tollen Dokumentationen, oder auch vom Held der Steine ziehe ich mir ein Video rein, also beim Bauen. Und was ist der Aspekt, der mich am meisten an den Lego WW 2 oder generell WW 1 Kreationen inspiriert? Und das sind meine alten Computerspiele, die ich damals hatte, Rush for Berlin oder auch War Thunder, das jetzt auch aktuell noch ist. Und da sieht man einfach die Modelle, und das möchte ich alles zum Leben erwecken, richtig? Und das inspiriert mich auf jeden Fall. How long have you collecting World War II? I do think it was 2015 or something like that, when I started the Lego World War II stuff. So it's a long time, yeah, but about 5+ years, ja. Also wann habe ich angefangen, Lego WW 2 zu bauen? Das ist ungefähr schon so 5 oder mehr Jahre her, auf jeden Fall. Kommt noch ein Brick Factory Berlin Video als nächstes. PS, bist ein guter Bauer. Erstmal danke dafür. Und Brick Factory Berlin Video, aktuell sehe ich keinen Grund dazu, jetzt straight up ein Video zu machen, weil ich muss gerade keine neuen Figuren bestellen, also keine deutschen zumindest. Und von daher habe ich jetzt aktuell keinen Riesendruck, warum ich jetzt bei Brick Factory Berlin jetzt auch noch eine Bestellung auslesen sollte. Und dann haben wir eine Frage von Xenox. Hast du 2 Katzen? Es ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall habe ich eine Katze noch. Die andere Katze ist auch noch am Leben, aber die hat sich verabschiedet, weil es ist halt so eine Sache. 2 Katzen, die vertragen sich manchmal nicht, wenn sie komisch gepolt sind wie so 2 Magneten. 2 gleich gepolte Magneten, muss man dazu sagen. Wenn man die aneinander hält, dann knurren die sich an und die mögen sich einfach nicht. Und daher hat die eine Katze, die ist halt nicht mehr bei uns, sagen wir es so, der geht super. Aber ich habe noch eine Katze, richtig. Wie lange baust du schon Lego? Schon eine ganze Weile. Und zwar also so Star Wars, seitdem ich ganz, ganz jung bin, keine Ahnung, so 6, 7 Jahre alt ungefähr. Und Lego WW 2, wie gesagt, so ab 2015 ungefähr hat das angefangen. Hier haben wir jetzt noch eine Frage. Bist du bei der Bundeswehr, weil du Flecktan meintest und nicht Dot 44? Dazu möchte ich noch ganz kurz sagen, das war in einem Video, wo ich diesen SS-Soldaten von Valiant Bricks vorgestellt habe und nicht The Lion Bricks. Das habe ich jetzt auch gelernt, danke dafür. Und da möchte ich nochmal ganz kurz sagen, dass
der Kollege war für mich einfach, er hatte irgendwie fleckige Kleidung an und es war ein Tarnmuster offiziell, oder es war ein Tarnmuster offensichtlich und da habe ich mir gedacht, nenne ich den jetzt mal Flecktarn, aber scheint ja falsch zu sein und daher dort 44, sehr gut, ich habe auch davon gelernt oder daraus gelernt, ist ja gar kein Problem und danke dafür, dass ich darauf hingewiesen wurde. Ja, was ist dein Lieblings-Lego-Set? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, das 501. Set von, also was jetzt rausgekommen ist, 2020, weil ich liebe es einfach, wenn ein Set ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und auch die Indiana Jones Sets sind super interessant, weil, ne, Geschichte und bla. Aber aktuell sieht es wirklich nach dem 501. aus. Also es ist einfach ein Traum. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Nun kommen wir hier zu weiteren Fragen. Würdest du mal eine Stop-Motion-Animation machen, also richtig aufwendig? Ich denke schon, wäre möglich. Zeitlich ist natürlich sehr aufwendig, wie man das macht, aber könnte ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Zweitens, seit wann machst du Lego-Sachen und seit wann baust du Mocks? Wie gesagt, seit 2015 mache ich so meine eigenen Kreationen ungefähr und Mocks waren ja auch ungefähr in dem Zeitraum dabei. Was ist mein Setup? Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, gibt es auf meinem Kanal noch, könnt ihr euch einfach reinschauen. Ich glaube, da hat sich auch nicht viel geändert, Kamera ist gleich, PC ist auch gleich, bis auf die Grafikkarte, Mikrofon ist auch gleich geblieben. Ja, also beim PC hat sich wie gesagt die Grafikkarte etwas geändert und das ist halt einfach nur das Ding, dass ich habe meine Grafikkarte ausgetauscht gegen eine RTX 2070. Ja, das wäre eigentlich alles so ungefähr. Im Videoschnittprogramm, da hat sich was geändert. Ich merke schon, das ist schon ein längeres Thema hier. Könnte ich vielleicht noch ein eigenes Video dazu machen. Auf jeden Fall schneide ich jetzt aktuell mit Premiere Pro und nicht mehr mit Magix Video Deluxe, was es früher mal war. Aber das, ja, also im Großen und Ganzen ist es immer noch das gleiche wie in dem einen Video, wo ich mein Setup vorstelle. Bis auf die zwei Unterschiede, die Grafikkarte und das Schnittprogramm. So, und viertens, ich will dich nicht weiter mit Fragen nerven, also noch viel Glück beim Video. Alles klar, vielen Dank und man sieht sich. Also, dann haben wir hier noch eine Frage. Hi, Dave. Ich hätte 3 Fragen und eine Aussprache. Kannst du mal ein How-to-Build zu einem sowjetischen T26 machen? Ich denke schon, dass es möglich ist. Aktuell ist es vielleicht ein bisschen schmal, aber sollte man schon hinkriegen. Zweitens, wäre super, wenn du mal wieder eine World War II Stop-Motion machst. Ich merke schon, hier sind Stop-Motion-Fans dabei. Könnte ich mir vorstellen, ist halt wie gesagt zeitlich sehr, sehr aufwendig, aber kann man machen, würde ich sagen. Drittens, ein How-to-Build zu einem ländlichen Terrain, so wie Kursk im Sommer, wäre richtig nice. Das wäre doch schon mal eine konkrete Aussage, also Kursk oder sowas. Auch für alle anderen, die sowas sehen wollten oben, die können auch einfach hinschreiben, was sie sehen wollen und dann könnte ich definitiv ein How-to-Build zu so einer ländlichen Landschaft machen. Oder generell Landschaft, kann ja auch irgendwie im urbanen Gelände sein. Und dann hier noch die Aussprache. Ich finde deine Videos und absolut alles auf dem Kanal perfekt. Weitermachen. Danke dafür. Und du verdienst mehr Berühmtheit und Abonnenten. Das sehe ich genauso. Ja, alles klar. Kann man dir mal was zuschicken? Ich würde sagen, ja. Also wenn es dringend ist, dann wir finden auf jeden Fall eine Lösung. Wenn mir jemand irgendwas schicken will, dann machen wir ein Postfach oder ich weiß auch nicht, wie das genau funktioniert, aber da fuchst man sich kurz rein und dann geht die Post auch schon ab, wortwörtlich. Ja, das kriegen wir hin. Wie viel Geld hast du für Lego schon ausgegeben? Allein für Minifiguren haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen und plus die ganzen Steine jenseits der 1000, 2000 irgendwas Euro. Ich würde sagen sogar schon 3000, also insgesamt natürlich kommen da auch noch Star Wars Sets und alles mögliche dazu, also da auf jeden Fall ist da schon sehr viel Geld rausgeflossen. Ich könnte mal wieder ein Unboxing machen. Ja, könnte ich. Vielleicht kommt auch mal wieder bald was, ich glaube schon, aber ja, kommt ja immer mal wieder, wenn ich mal was Neues bestellt habe, dann kommt da auf jeden Fall ein Video. Kannst du mal einen Königstiger bzw. einen Panther bauen? Königstiger, wie gesagt, ist etwas kritisch, weil der sehr groß ist und ein Panther würde vielleicht hinkommen, da habe ich aktuell auch schon etwas in Planung. Ich entwickle gerade so ein bisschen was, also ich entwickle natürlich an mehreren Stellen, damit ich gucken kann, was wie wann fertig wird, aber auf jeden Fall habe ich da auch schon mal ein paar Ideen gesammelt für so einen Panther. Und vielleicht mal wieder ein Mock-Wettbewerb, also Mock-Contest, wäre echt cool. Das ist wieder so eine Sache, ich denke schon, dass es möglich ist, werden wir dann sehen. Dann haben wir hier noch weitere Kommentare, die auf den Kommentar hier eingehen. Also
hier bla bla bla. Genau, dass man hier ein Tutorial zu dem 38 oder 35 T machen könnte, also ne, dass ich hauptsächlich kleinere Sachen baue, was auch richtig ist. Also für den Anfang will ich eher so kleinere Sachen machen, weil die in der Entwicklungszeit nicht so fürchterlich zeitaufwendig sind. Und das stimmt. Aber ich glaube, irgendwann werden wir auch zu den Modellen kommen, die jeder mal gesehen haben wollte. So, ich würde auch einen Mock-Wettbewerb cool finden. Das ist sehr gut. Also Mock-Wettbewerb ist ja auch cool am Start. Ja genau. Also ich merke schon, die Leute wollen diese Modelle hier sehen und die wollen einen Mock-Wettbewerb. Genau, alles klar. Tiger 1, bla bla bla. Ja, der Tiger 1 ist nicht der Tiger 2, das stimmt auf jeden Fall, weil mein Tiger 1, den kannst du ganz in die Tonne treten, der war ja fürchterlich. Ja, das wäre es dann so von dem Kommentarbereich. Und nun kommen wir zum letzten Kommentar. Bist du Österreicher oder Deutscher, beziehungsweise welches Bundesland? Also ich komme aus Deutschland und also aus Baden-Württemberg. Also, ne? Und was interessiert mich mehr, Erster Weltkrieg oder Zweiter Weltkrieg? Habe ich ja schon beantwortet, Bubble. Der Zweite Weltkrieg. Und Meinung zur parlamentarischen Monarchie. Ich würde sagen, Monarchie ist etwas, was mir nicht allzu fremd ist. Ich bin jetzt kein Politiker oder sowas, ich bin jetzt auch kein Experte auf dem Themengebiet, aber Monarchien kommen mir schon sympathisch vor. Das heißt, wenn ich eine Runde Heu 4 spiele, bin ich auch immer beim Kaiserreich und so. Kann man machen. Monarchie und Kaiser, muss ich schon sagen, dass mir das durchaus zusagt. Eine Sache habe ich noch fast vergessen. Auf Instagram hatte ich natürlich auch noch diese Umfrage und da ist natürlich hier, also stellt mir eure Fragen und da kamen natürlich auch Fragen rein, nämlich hast du vor, mal den D-Day zu bauen? Und ich habe schon mal den versucht und auch den D-Day gebaut, muss ich einfach so sagen. Ist schon ewig her, also 2015 kam das raus und ich könnte mir definitiv vorstellen, da den D-Day nochmal zu bauen, weil den D-Day baut man halt schon mehrmals, vor allem das Modell oder Mock früher, das war jetzt nicht so die 1. Also ich habe schon mal einen D-Day gebaut, aber ich habe auf jeden Fall mal wieder vor, einen D-Day zu bauen. Kann man auf jeden Fall machen. Machst du World War II Dioramas? Auf jeden Fall. Also, ja klar. Dann haben wir noch eine Frage. Hast du noch vor, andere Lego-Mocks zu bauen? Zum Beispiel Fallout oder Cyberpunk und so weiter? Eigentlich nicht. Ich habe vor, mich zu spezialisieren auf den Ersten, Zweiten Weltkrieg und auch Star Wars. Also Cyberpunk und Fallout sind da jetzt gerade nicht so drin. Also wenn dann Vergangenheit oder eben Star Wars. Hast du eine Arbeit oder studierst du? Aktuell sieht so aus, also ich habe mich beworben auf einen Studienplatz. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Das dauert noch ein bisschen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es was wird. Und dann wäre ich bald Student. Richtig. Hast du eine Freundin? Musst nicht antworten. Aber natürlich antworte ich drauf. Und aktuell bin ich noch Single. Also ich habe keine Freundin. Und richtig. Was sind deine nächsten Projekte? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe hier auch so ein Blatt, wo alles Mögliche draufsteht, was ich so alles Mögliche an zukünftigen Projekten habe. Und da habe ich ja schon mal drüber geschwatzt, dass ich zumindest so ein Modell habe, was ziemlich fresh ist und was gut abgehen wird. Also denke ich mal zumindest. Und da warte ich aktuell noch auf eine Bestellung, aber das kommt in dem nächsten Unboxing-Video, wo ich ein paar Teile bestellt habe. Da gehe ich nochmal tiefer drauf ein. Und da ist es nämlich so, dass die Pak 36, habt ihr bestimmt schon die meisten auf Instagram gesehen, die ist aktuell ziemlich fresh und das war aktuell ein Projekt. Plus dann natürlich noch das neue Modell, was meiner Meinung nach wirklich die meisten von euch umhauen wird. Also ich finde es super. Ich bin jetzt nicht selbst überschätzt, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gelungen und funktioniert sehr gut. Wenn alles so hinhaut, wie ich es mir denke, dann wird das ein Traum. Es wird ein Fest. Ja. Von daher, meine nächsten Projekte sind auf jeden Fall dieses eine größere Modell fertig zu machen. Also nicht die Pak 36, sondern das andere Dings da. Und danach halt noch andere tolle Videos wie, wo kaufe ich Lego ein und wie kommt man an günstige Lego-Sachen ran. Oder wie man diese Brick Arms anmalt zum Beispiel. Solche Ideen habe ich. Oder welche Auswirkungen das 501. Set auf Lego haben wird. Und so weiter und so fort. Also ich habe da ganz viele Ideen, natürlich auch zu Modellen. Also wenn ich jetzt die ganze Modellreihe aufzähle, von T26 bis zum Königstiger, dann ist der Krieg vorbei. Bis dahin, aber auf jeden Fall, solche Sachen könnte ich mir vorstellen. Das wären so meine nächsten Projekte. Und dann sehen wir mal, wie es dann abgeht. Machst du World War II? Vielleicht. Und wie viele Karten des Kaiserreichs hängen bei dir an der Wand? Ich würde sagen, alle. Weil, Kaiserreich läuft.
kann man sich geben. Alles klar, das wäre es dann von diesem Video gewesen. Ich habe mich sehr über diese ganzen tollen Kommentare gefreut. Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut, dass ich hier auch auf jeden Kommentar eingegangen bin, oder so gut wie. Und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Habt Spaß, genießt den Sommer oder die restlichen warmen Tage. Und dann geht es auch schon wieder los. Bis dann. Ciao.